Was geht direkt los? Oh, oder auch nicht. Warte. Wir laufen mit der Maus und es regnet. Ich guck grad draußen. Hier scheint noch die Sonne. Und wir hören jemanden, der an Corona erkrankt ist. Oh oh. Ich hoffe, er trägt. Oder sie trägt. Das klingt eher nach einem R. Eine Maske. Na? Oh. Schicker Schirm. Miss Bateman, welcome back to Ticehurst House. It's been quite some time. Terrible weather this evening, is it not? Nurse Blaketon has had enough of me smoking inside. Makes her cough, you see. Nicht nur sie, nicht nur sie. The rain won't kill me, will it? You mustn't be interested in me nattering on. Give my regards to your father. Nurse Blaketon is preparing his supper. Und welches Horrorspiel startet nicht? You look pale, Miss Bateman. Do head inside. You'll catch your death out here. Vor einem großen Haus im Regen. Gut, das Screen hat mir gefallen. Immerhin ist das nicht unbelebt. Immerhin sind ein paar Leute drin. Oh, okay. Kleiner Zeitsprung. Wir befinden uns in einer Eisenbahn. Dearest Mother. Es ist voll vertont. Sehr, sehr cool. I hope this letter will reach you. I have spent these past years in torment, trying to piece together what remains of fractured memories. Und der Start, ne? Der ist so Cthullu-like. Also wenn man die Geschichten von H.P. Lovecraft kennt, gefühlt fangen sehr, sehr, sehr viele von ihnen so an. What I am about to recount to you will seem beyond comprehension, but I beg for your patience. I will endeavour to explain the events that led me to Ticehurst House that night. Ich bin gespannt. As far as I can recall, this whole wretched story started with the receipt of a letter from a Mr. Leonard Shoulder. The letter brought me to the isolated village of Bewley, deep in the moors. Wart ihr schon mal in den Mooren? Schön, ehrlich gesagt. Sie haben den ersten Erfolg freigeschaltet. I hope the village isn't too far away. I can't recall our exact meeting place. Mr. Shoulder mentioned it in his letter. Da kommt das Tutorial. Left click to walk, interact, right click to examine. To access the inventory and menu, move your mouse cursor to the top of the screen. Left click on an inventory item to select it. Right click to examine it. Once an inventory item is selected, you can right click to deselect it. You can double click on an exit to teleport directly to it. The game will occasionally autosave, so you can also save anytime via the menu. Und F5 ist Quick Save. Ich hoffe, ihr habt es euch alle gemerkt. Wir werden wahrscheinlich trotzdem das ein-, zweimal vergessen, aber passt schon. Ich muss auf Understood gehen. Game saved. Wir haben unseren ersten Erfolg geholt. I ought to read Mr. Shoulder's letter again. I can't recall the name of our meeting place. I ought to read Mr. If I take the sign, how would the trains know where to stop? Oh nein, das ist so ein richtiges Point-and-Click-Spiel, wie cool. Kann ich meinen eigenen Rucksack? Okay, ich versuche. Was war das Inventar? Wir müssen oben links in.
Oh, wait, das ist unser Questlog-Buch, da wollte ich nicht drauf. Menü, To-Do. Oh, wir haben sogar ein bisschen Geld. Können wir das examinen? 6 shillings and 2 pence. My assistant Kenneth is bringing more funds tomorrow. I don't like traveling with too much money on me. Verständlich. Das ist der... A gift from my mother. It bears my initials, TB. Dear Mrs. Bateman, I write this letter in the hope of piquing... Oh, die Schrift ist schwer zu lesen. Your curiosity. I read about your expertise in barrows, and if I understand correctly, you're writing a book on them and the treasure they contain. I live in the village of Bellway, where a most special barrow can be found on the outskirts. It is rectangular in form and is certainly tall enough to stand up in. The place is steeped in local legend, and there is rumor of secrets to be found deep within. I hope you will not misunderstand me and find this letter intrusive. If you wish to visit Bellway and excavate the barrow, I will be pleased to be your guide. Please send your response to the Plough and Furrow Inn, Bellway. I shall await your letter. Yours respectfully, Mr. Leonard Shoulder. Dear Mrs. Bateman, marvelous news. I shall meet you at 8 o'clock in the evening on the 15th of this new month at the Plough and Furrow Inn, Bellway. The inn has fine rooms which you will find adequately for your short stay. When we meet, I shall tell you more of those circumstances surrounding the site, which is referred to locally as Hobbs Barrow. It is not located on my own land, but we will have no issue gaining permission to excavate. I wish you a safe journey. Okay, wir lesen doch ein bisschen was auf Englisch. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Wenn ihr mich und meinen Channel noch nicht kennt, wir versuchen alles mitzunehmen, was wir können. Versuchen alles zu finden, alles zu tun und alles zu lesen. Da müsst ihr wohl mit mir durch. Denn ich habe so ein bisschen die Devise, wenn wir ein Spiel spielen, dann sollten wir es auch genießen, so gut es geht. Und ja, dazu gehört eben alles mitzunehmen. I must make my way to the Plough and Furrow Inn. Und da ist eine Person. Excuse me? Yes? Ja, fragen wir mal, wie wir da hinkommen. I'm looking for the Plough and Furrow Inn. Do you know where I can find it? Ah, young lady. Leave the station and follow the dry stone wall for around half a mile. You'll come to Bewley. Go straight ahead and you'll find the market square. The inn is t'other side at square. Thank you very much. Bewley. Oh Gott, ich würde mit dem Namen noch ein bisschen strugglen, glaube ich. What can you tell me about Bewley? Well, it used to be a thriving village. Not so much now. I don't spend much time there these days. Are you local? Ah, yes, a local I am. But I don't live in the village. Where are you travelling to today? That would be none of your business, young lady. Quite. Apologies. I wish you a pleasant journey. Aber wir haben noch eine... Anything else to ask for the time being? Da war doch eine andere Option, die wir hätten fragen können. Nein, ich habe die falsche Reihenfolge gemacht. Jetzt auf jeden Fall die Stonewall. What brings you to Bewley? Oh, okay. Sie will doch mit uns Beg reden. your pardon? What brings you to Bewley, miss? Was sagt ihr? Sollten wir lügen oder sollen wir die Wahrheit sagen? Ich bin ja eigentlich jemand, der gerne die Wahrheit sagt. Ich finde es aber immer so ein bisschen schwierig, wenn sie so, weißt du, wir kommen da so an und fragen so, ja, hey, was geht? Wo können wir denn lang? Und fragen sie so, ja, was macht sie? Und dann sagt sie, oh ja, das ist nichts für dein Business, so. Aber wir schauen mal und versuchen es mit der Wahrheit. I'm here to visit a local landmark, Hobbs Barrow. Hobbs Barrow? Well, I can't say I've heard of it.
For what reason? I wish to excavate it. Grave robber, are you? Not at all. I merely have an interest in antiquities. Not much to be found in Bewley, if you ask me. You're better off waiting for the next train back to the city. I'll take my chances. Can't say I didn't warn you. Oh oh. That was odd. Ja. Und ich muss sagen, also auf den ersten Blick, also sie ist ein sehr gut getarnter Grave Robber. Hello there. Hello there. Hello there. Ah, verdammt. Selbst obwohl ich 3-mal draufgeklickt habe, ist niemand gekommen. Hello. Kann ich knocken? Oh, fine construction. Oh Gott. The post looks unattended. Ah, das ist ja cool. The path stretches off across the moor. Oh, wir können ins Moor gehen. My mother always told me not to walk on railway tracks. Ja, gut. The tracks look quite untarnished. I don't think many trains come through here. Bewley. I have great expectations for this Barrow. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Gibt's hier den Tab-Befehl? Nee, gibt hier nicht den Tab-Befehl. Zeigt ja in sehr vielen Spielen dieser Art quasi alle Lokalitäten, die wir anklicken können. Deswegen benutze ich mal ganz kurz immer so ein bisschen am Ende wahrscheinlich jedes Bildschirms meine Maus. Ob ich noch was finde. Sieht aber nicht so aus. Wir sollen den Steinen folgen. Hab ich verstanden. Scheinbar habe ich es aber falsch verstanden. Wir können nur hier lang. Auf geht's. Warum ist hier so eine bedrohliche Musik? Was haben wir falsch gemacht? Okay, hier ist dann überall der Exit. Ja, wir müssen jetzt eine halbe Meile laufen. Also ein Bildschirm. Oh Gott, come on! A crow. Oh, ein bisschen dramatisch, muss ich sagen. Hier ist eine Door, da ist eine Door. Die Fenster, wir können nicht durch die Fenster gucken. Also wie es aussieht. Hätte ich jetzt eigentlich gemacht. A humble dwelling. A humble dwelling. Boah, warum muss das so düster sein? Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal in die Stadt, ne? Wir können hier lang dann weiter und hier lang weiter. The old woman told me to go straight ahead to get to the inn. I'll have time to explore tomorrow. Ah, okay. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir sollen dem Weg weiter folgen. Schön gemacht. This appears to be the forge of a local blacksmith. Oh. Beating raw metal into a fine object is an admirable skill. The anvil looks heavy. The blacksmith looks closed. The bucket is rusty and full of holes. The bucket has seen better days. This must belong to someone. I should leave it alone. Wie cool, wie viele Sachen ich This anklicken belongs to a kann. merchant. Ich würde nur durch mehr Fenster gern schauen. Das wäre cool. Ah, das ist bestimmt das Inn. Oder eine Apotheke. Natürlich haben wir einen Cross hier. Quite an ornate construction. This was created with pride and care. A local dwelling. A local cobbler. Auch ein Cobbler, okay, ein Schuhmeister. Steht auch, glaube ich, hier drauf, Schuhs. A fine example of a church. It looks like it was built in the Norman style. Oh, weiß jemand? Also, wahrscheinlich sieht so der Norman-Style aus, aber warum? Also was dafür typisch ist, würde mich interessieren. Oh, das Gebäude sieht nicht ganz so freundlich Building aus. is in a dilapidated state. The door has been boarded up. The building looks like a ruin. Bin mal gespannt, ob sich darum noch irgendwas drehen wird. Quite a fine building indeed. I don't wish to disturb the locals. Oh, da ist das Plow and Furrow. The Plough and Furrow. Da wollen wir hin. The inn where I am to meet Mr. Shoulder. Boah, ich bin auf Mr. Shoulder gespannt. Ich bin mal gespannt, ob er heute seinen Shoulder Day schon hatte. Und ob er Head and Shoulders benutzt. Okay, genug schlechte Witze. The sign is well out of reach. The Plough Furrow. I have a bit of time before Mr. Shoulder arrives. I should inquire about a room.
Der Typ sieht mir ein wenig dubios aus. Wollen wir weitergehen? These flowers look pretty. Someone must take good care of them. The window box is well out of reach. Das scheint sie öfters zu sagen. Und hier können wir A exiten. small alley splits the inn and its neighbor. Okay. Gucken wir mal, was der Mann zu sagen hat. Bonjour. Hello there. What's the young lady doing out alone in this sodden weather? I'm heading to the plow and furrow. Get out of the way, sir, you're drunk. What are you doing out in this weather? Ich glaub, straightforward sind wir. I'm heading to the plough and furrow. Bloody good pub, that. It has the finest ales in the whole county. Oh, I'll take you there if you like. I believe we are standing directly in front of it. Oh, so we are. Please, Yes. give us a kiss now, won't you? Oh Gott. Wie können wir ihn abwehren? Er sieht aus wie ein Monster von Cthullu. Humor him. It usually worked with men. Slap him. I have no time for this. Deflect question. Perhaps he's married. Ah, ich hoffe, er ist nicht married. Ich will ihm aber auch ehrlich gesagt nicht direkt hauen. Das scheint mir ein bisschen radikal zu sein. Wir versuchen es mit einem Witz. Ich hoffe, sie hat ihre Witze genauso gut drauf wie ich gerade eben. It's hard to refuse such an elegant offer, but I simply must go and freshen up first. I've had a long journey today. Of course, lass. Now would you please let me pass? I'm getting soaked. Sorry, lass. I'm sorry. I'll come back to find you later. Oh Gott. Hattest du keinen besseren Witz? Verdammt. What a buffoon. Shit. Der wird nochmal zurückkommen. Oh, der Laden sieht aber... I should speak to the innkeeper about the room. Also ich muss sagen, die Teller da oben gefallen mir. Die Leute sehen aber alle, naja, so lala aus. I don't want to take the painting with me. It's a crudely painted scene that appears to be of a biblical nature. Ziemlich religiös die Stadt. Wir haben die Kirche gesehen, wir haben den Brunnen mit dem Cross gesehen. A decorative plate. This one depicts a cat. A decorative plate depicting a serpent. Ob das noch eine Rolle hat? Katze? Schlange? Decorative plate. This one depicts a bull. Stier? Decorative plate depicting an eagle. Igel? Decorative plate. This one depicts a dog. Hund? A decorative plate depicting a bear. Das ist jetzt keine, dass man irgendwie sagen kann, das sind irgendwelche Sternzeichen oder irgendwas in die Richtung. The painting depicts a rocky edge lake. A small bronze plate states the name Lake Cubilius. Puh, der hat gute Augen. A rather miserable looking fellow. He's playing a board game by himself. I think it's Three Men's Morris. Kenn ich nicht. A fine exemplar of inebriation. They are engaged in an intense discussion. A pixie-faced peasant boy, painted in a naive style. Boah, Naiv-Style? Keine Ahnung. The innkeeper is a serious-looking man. The last orders bell, savior of many a life. Oh, gab's sowas früher wirklich? Könnte ich mir vorstellen. Müsste ich eigentlich in meine D&D-Geschichten einbauen. The prices are cheap here. Ich gucke, ob wir noch irgendwas von dem Alkohol anklicken können. Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben uns alles angeguckt. This door must lead to the guest rooms. Boah, der erste Typ war schon ultra creepy. Ich will ehrlich gesagt nicht mit noch mehr Duty reden. Wir versuchen uns auf das Minimum zu beschränken. Und warte, ich guck mal, Hungry at the moment. ob ich... I don't want to take the painting. Gut, reden wir mal mit dem Innkeeper und versuchen uns irgendwie schon mal ein Zimmer zu reservieren. Good afternoon. Good afternoon, lass. How can I help you? A room? Shoulder. Ich würde erstmal nach dem Room fragen. I am in need of a room
room for the night. Aye, we aren't short of those. One night, is it? I shall need at least 2 nights, maybe more. Aye, 'tis not a problem. 3 shilling per night. That includes your dinner and tea. A fair price. I'll need that payment up front for the 2 nights. Ich glaube, so viel Geld haben wir. Warte, können wir ihm das jetzt geben? Mhm. Use money with innkeeper, wie cool. This is payment for the room. Thank you. Can I ask for your name, lass? Thomasina Bateman. And will Mr. Bateman be staying with us tonight? Ah, so antik. I am not wed. My assistant is arriving in Beaulieu tomorrow. Your assistant, you say? Will you be needing another room? Please. I'll keep a room spare. It's not quite as nice as yours, I'm afraid. Not a problem, sir. I'm sure it will be adequate. Kenneth is a man of inexpensive taste. Here's your key. Just go through the door to the right of the bar, then up the stairs. Room number 2. Thank you. Can I help you with your luggage? No, thank you, sir. I can manage. I should go upstairs and freshen up before Mr. Shoulder arrives. Ich will mir aber erstmal den Schlüssel angucken. Room 2, the Plough and Furrow Inn. A majestic animal cut down in his prime. The crackling fireplace is more welcoming than the facial expressions of the locals. A lovely place to warm oneself. They are engaged in an intense discussion. This painting shows a Rubenesque figure brushing her hair. Quite unusual to see such a sensual work in a room like this. Ja, das ist witzig. A colourful work depicting a bashful knight. It is signed N. Hamley. Das ist irgendwas. Oh, wir haben auf jeden Fall an Ode to Tontbird freigeschaltet. Irgendein Achievement, keine A Ahnung. biblical scene of some kind. An angel is depicted looking longingly to the heavens. A dreadful smell is emanating from the WC. Können wir mit denen reden? Hello, miss. What you want? I... Bugger off. Ich fürchte, die Gespräche hier werden alle nicht großartig Hello, sein. sir. We are in the middle of a discussion here. Sorry to interrupt. Gut, versuchen wir es noch bei dem. Good afternoon, sir. No for you here. I beg your pardon? I said there's no for you here, lass. Be on your way. Oh Gott. Die Leute sind hier alle richtig, richtig nice. Aber ich will den gar nicht ansprechen. Good day, sir. Immerhin übernimmt er das für uns. Ah. Auf geht's. Machen wir uns frisch. Oh, wir kommen direkt in unser Zimmer rein. This shall do nicely. Ja, das ist ein echt ein schönes Zimmer. Mal gucken, was hier drauf ist. Something more comfortable. Okay, ich habe den hier nicht plus 18 gemacht. Wow, wir sind in Tomb Raider, in Lara Croft transformiert. Cool. Ich will unbedingt wissen, was auf der Plate ist. Decorative plate depicting a goat. Ein Opferlamm? Vielleicht. A Curious Collection haben wir freigeschaltet. Ne, ich meine, wir haben ja erst vor kurzem Cult of the Lamb gespielt. Da muss ich natürlich daran denken. A painting of surprising quality. It portrays a rocky outcrop overlooking a vast moor. Perhaps a local landmark. Boah, und wenn ich all diese Porträts sehe, ne? Irgendwie kriege ich Bock. Ich hätte mehr gerne Porträts. A decrepit set of drawers. Können wir da drin was reintun? Jammed shut. The wood must have warped over the years. No doubt the mattress is stuffed with itchy straw. A sturdy looking thing, useful to many a weary traveller. I've stored my case in there, a box within a box. Können nicht aus dem Fenster schauen. Schade. Ah, das ist unsere Wardrobe. I've Naja. hung my dress inside. Aside from that, the wardrobe is empty. The wardrobe looks old, perhaps 100 years or more in age. Kein Mini-Kühlschrank und kein Safe?
A jug of water for drinking or washing. An empty bowl has been provided for washing. This may come in handy. Wait, Don't wir wish to nehmen... carry the bowl around with me. Okay. Okay, wir haben einen Jug of Water dabei. Bin mir noch nicht sicher, wozu wir den brauchen, aber mal gucken. A jug of simple form. It is half filled with lukewarm water. Ich frage mich, warum hier so ein Laken noch drüber ist. Und irgendwie traue ich dem Teppich nicht. Können wir unter das Bett gucken? Nein. Ich glaube, sie will nicht schlafen. Wir klicken trotzdem mal drauf. But my meeting with Mr. Shoulder must take priority. Auf geht's. Mal gucken, ob Mr. Shoulder jetzt schon da ist. Ist jemand Neues da? Der jetzt nicht. Oh, da ist jemand. Old Man. Oh, das ist bestimmt Mr. Shoulder. Wer soll es sonst sein? A curmudgeonly looking old fellow. Wir lernen auf jeden Fall auch ein paar neue englische Wörter. Hello, sir. Aye, Do you know a Mr. Leonard Shoulder? you're not local. You've come on that bloody train, haven't you? Bewley's going to dogs. Introduce yourself, Leonard Shoulder, Railway Station, Bewley. Wir versuchen erstmal was über die Stadt herauszufinden. Er scheint darauf ja so ein bisschen getrimmt zu sein. What can you tell me about Bewley? We're a proud community. I've lived here my whole life. Not much here to interest folks like you. Folks like me? Aye. Ja, und so manche Technologien, ne, hatten riesige Probleme, sich durchzusetzen. Und die Bahn war eine davon. I take it you are not enamored with the railway station. Bewley's gonna be swarming with outsiders like you. We don't want you coming here. It's as simple as that, lads. Why not? This is our town, our land. I assure you I am not here to cause trouble. We'll see about that, won't we? Ja, auch das Problem gab's wohl schon auch früher. Eieiei. Mal gucken, ob er etwas er wird uns eh nichts sagen, aber wir können es trotzdem versuchen. Do you know Mr. Shoulder? That'd be none of your business, lass. I don't come to your city poking around asking questions, do I? Man just wants to enjoy his ale in peace. My name is Thomasina Bateman, and you are... None of your business, lass. Where's your husband? Oh, das schon wieder. Sir. Ah! You're brave coming in here all on your own. I'm a grown woman. I'm Cyril. It's a pleasure to make your acquaintance, Cyril. Bye for now. Ta-ra, lass. Terra. Ja, können wir jetzt irgendwie warten? Ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich nicht raus, oder? Wir könnten noch ins WC gucken gehen, aber... I do not need to use the lavatory. Okay. Vielleicht sind wir jetzt hungrig? Maybe. I'm not hungry at the... Verdammt. Wir I können... should wait here for Mr. Shoulder. Okay, dann reden wir noch mal mit dem Innkeeper. Miss Bateman, you've transformed. I feel far more comfortable in my outdoor clothing. You look like one of those explorers you see in the newspaper. I guess you could call me an explorer of sorts. I'm Stanley. Stanley Kemp. A pleasure to meet you, Stanley. And tell me, I trust your room is adequate. Most adequate. Excellent. Ich mag Stanleys Stimme. Die ist cool. Tell me about yourself, Mr. Kemp. Well, I've been the proprietor of this inn for the last 16 years. I worked as a drover all over the country in my younger days. Saved up my coin and bought this place. It's a fine inn. Thank you. I often run short of ale, but my rooms are rarely full. We don't get many outsiders wanting to stay overnight here in Bewley. Aber warum? Wer könnte darauf kommen, warum? What can you tell me about Bewley? Aye, it's a quiet place. People keep to themselves, work hard.
I look forward to exploring the village tomorrow. There's not a lot to see, lass. But St. Edmund's Church is a fine building, worth a visit. I'm looking for a man named Leonard Shoulder. Aye, I know the man. I'm to meet him here tonight. Can I get you something to drink while you wait? Not yet, thank you. What can you tell me about Mr. Shoulder? Aye, he's a quiet fellow. He only comes here to check his post. Yes, I've been corresponding with him using this address. Have you now? You found yourself an admirer. Not quite. What business do you have with old Leonard then? Schon wieder die Frage. Und ich glaube, wir werden uns diese Frage hier in dem Spiel noch öfters stellen müssen. Sind wir ehrlich oder werden wir lügen? Und wir haben der Oma getraut und es hat sich nicht so unbedingt gelohnt. Und ich meine, Tavernen sind so quasi der Ort der Gerüchte, der Geschichten, der, ja, quasi der News, wobei wir hier schon Newspaper haben und sowas, also sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich noch immer ein guter Ort, dass wir quasi... Ich meine, wir haben es der Oma erzählt. Die wird das überall rumtratschen, ne? Ich glaube, wir hätten einfach die ganze Zeit lügen sollen. Egal, wir machen jetzt weiter so. Well, if you must know, I am what some people call a barrow digger. A what? A barrow digger. What in God's name is that? Are you familiar with tumuli? Afraid not. Barrow is another word for tumulus, or tumuli in the plural. A profoundly interesting subject. You've lost me. I excavate ancient burial sites looking for relics. A barrow is traditionally a circular mound of raised earth enclosing a burial chamber. Oh, aye. You're a grave robber. Nicht schon wieder. Don't worry, lass. I've met all sorts in here over the years. I won't tell anyone. Oh, I scheiße. assure you, my goal is more noble than petty grave robbery. What sort of relics do you find then? Gold? Silver? Bones? Well, rarely gold or silver, but treasures certainly. Ancient pottery is the most common find. I've been excavating barrows all over the country. I'm documenting my findings in preparation for my book. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. Oh, aye. Very interesting. But what does old Leonard have to do with this? He sent me a letter in which he told me about an unusual barrow in Bewley, a site called Hobbs Barrow. I'm meeting him here this evening to find out more. I've lived here nigh on my whole life, and I've heard naught about a Hobbs Barrow. Irgendwie scheinen die Leute hier alle ihr ganzes Leben lang zu leben, nie rauszukommen und aber absolut niemand hat über diesen Ort gehört. Ob das ein Zufall ist? I don't know. I don't think so. Are you sure you've never heard of Hobbs Barrow? Not in my life, lass, but I'll tell you something. The moors stretch further than the eyes can see once you leave this village. There's no doubt many a discovery to be made. Mr. Shoulder said the barrow is well known locally, a place of legend. I'm afraid you're going to have to speak to him about it. Why are you interested in digging around in the dirt, lass? Haven't you better things to do with your time? I enjoy nothing more than the thrill of discovery, uncovering the past and piecing together our history. I inherited this passion from my father. Oh, a barrow digger too, eh? Indeed. He would take me with him on excavations as a child. Does he still come with you now, on your own adventures? I'm afraid my father's been bedbound by illness for many years. Oh, I am sorry to hear that, lass. Thank you, Mr. Kemp. He is well looked after at a private hospital. Thanks for your time. As you were. Mr. Shoulder should really be here by now. I'll sit down and wait. Und damit wird es abends. Die Gegend war ja schon die ganze Zeit am Regnen und düster genug. Where on earth is he? What a waste of time this is turning out to be. Und da kommt er.
Nein, sag nicht. In there, miss. Not you again. Ah, ich hoffe nicht I jetzt. just wanted to apologize for Okay. earlier. Looks like you freshened up, but I know I won't be getting that kiss. Oh You're nein. quite right. I were a fool for how I carried on. I'm sorry. The drink gets a hold of me sometimes. Let's start again, shall we? My name is Arthur Tillett. Thomasina Bateman. What brings you to Bewley, anyway? I'm here to meet someone, but he has not arrived. His loss, if you ask me. Perhaps you know the gentleman, Mr. Leonard Shoulder. Oh, I know Mr. Shoulder all right. If I may be so bold as to say, he's a bit long in the tooth for you. The relationship is not what you're implying. I've never met him. In fact, I know very little about him at all. Get me an ale and I'll tell you all about the old sod. Fuck. Vor allem, der Dude, der hat selber so gesagt, so von wegen, ihm tut der Alkohol nicht gut. Und das tut er ihm ja echt nicht gut. Aber, nee. Ich überlege halt gerade. Also, wir wollen nicht die erste Option machen. Ich versuche gerade die dritte Antwort. Must I really buy you a drink for this information? The cheek of some people. Ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher, was mir das Spiel mit diesem Hint sagen soll oder will. Ehrlich gesagt würde ich ihm einfach gerne sagen, dass er nicht noch eins trinken soll. Ich nehme auch die zweite Option. Wir sind direkt und ehrlich. Das hat bisher noch nichts gebracht, aber vielleicht wird es irgendwann was bringen. Spätestens unseren Tod an irgendeiner Stelle. Eieiei. I really don't think you need another. Please, No, you're already drunk. come on. Just one more. Don't you want to hear about old Leonard Shoulder? Well, yes. Wet my whistle and I'll tell you everything there is to know. You drive a hard bargain, Mr. Tillett. As you wish. Thank you very much, Miss Bateman. Wir haben viel zu leicht nachgegeben. Warum? Gefällt mir nicht. Blöde Entscheidung. Doofes Spiel. I'm not hungry. How can I help you? Wait, können wir ihm das Wasser geben? Bestimmt können wir ihm das Wasser nicht geben. Thanks for your time. As you Wir versuchen es aber mal. Wir haben ja ein Wasser aus unserem Zimmer mitgenommen. Können wir ihm das geben? Here you are, Arthur. I think you should drink this. Water? Are you mad, girl? I want a drink. Please. Ah, verdammt! Das war so eine gute Idee. Schade. Shit. How can I help you? A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. There we are. 2 pence, please. Thank Immerhin you. bezahlt sie mal selber. Also wir müssen es nicht aus dem This is Inventar the last auswählen. of my money. Uh-oh. Kenneth will be here tomorrow with more funds. Oh, wir haben das Ale acquired. Ich glaube nicht, dass wir es selber trinken A wollen. tankard of warm ale. I prefer a glass of Portuguese port wine myself. Ich mag nicht, dass wir keine Option haben. Keine Wahl haben. Hey, ich will das benutzen. Hier, nimm das. Here you are, Arthur. Thanking you. Oh, that hits the spot, that does, lass. Now then. Trinkt erstmal nochmal ein bisschen. Old Len. Leonard Shoulder. Ah, natürlich. Ah. Arthur?
Toll. For heaven's sake, the man is in a drunken stupor. Ich glaube, wir können ihn vielleicht mit dem Wasser wiederholen. After one drink too many, Arthur Tillett has passed out. Mr. Tillett? He's not dead, just very drunk. I would still like to hear what he has to say about Mr. Shoulder. Meint ihr, das funktioniert? Oh, da sagt sie gar nichts zu. Ich versuch's mal zu usen. Sie guckt mich böse an. Hey, cool. What the hell were that for? You passed out, Mr. Tillett. Oh, sorry, lass. Where were I? Leonard Shoulder. Hold on another minute. I'm making for a piss. Oh mein Gott. This man is unbelievable. Und wir warten. Wir warten sehr lange. It feels like an hour has passed. Perhaps I should go in there and check on him. Oh je. Ob das so eine gute Idee ist? Ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Follow oder Like da. Ich würde mich super freuen.